denn die Mall of America wartet heute auf uns. Da ist jemand den ganzen Tag schon hyped. Oh, da sind Kinder, die greifen wir ab. Wir gehen jetzt zu SpongeBob SquarePants Rock Bottom Plunge. Gerstlauer Eurofighter. Was ist das bitte für eine Idee? We want you to go fast, but we want you to have fun. Es ist wieder alles total verrückt. Vegan Sports, Vegan Alpine Coaster, Wisconsin Dells Mountain Coaster. Bye bye Covers. Mahlzeit, willkommen beim Ride to Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA, Minneapolis ist da hinter uns, da fahren wir gleich hin, denn die Mall of America wartet heute auf uns. Aber wir nehmen euch nicht mit auf einen Shopping-Trip, sondern da drin befindet sich natürlich ein Freizeitpark mit 5 Achterbahnen und das alles mehr oder weniger zu einem Thema, beziehungsweise gibt es so eine Oberkategorie. Haben wir schon mal auf dem Kanal darüber gesprochen, gucken wir uns heute gemeinsam an. Bleibt dran, wir müssen erstmal Eis holen für unseren Cooler. Den komischen Geräuschen wird's. Schön. Hier ist auch kein Tropfen Wasser drin, gar nichts, ne? Ist auch ein Stecker, der nicht eingesteckt ist. Ja, hallo. Was habe ich gerade gesagt? Weiß ich nicht. Da ist ein Stecker, der nicht eingesteckt ist. Okay, auf der 10 war nichts. Jetzt sind wir auf der 8. Willst du mit der 2 anfangen? Ja. Hast du auch den Passierschein A38? Mein Gott, 38a? Ist das witzig? Dann finde ich ja hier jede zweite Etage so ein Ding, wenn ich die Info betreiben will. Auf Englisch. So, das ist auf der 2. Hier stinkt's. Das ist schon ein gutes Zeichen. Das Leben in der Bude. Die ist gar nicht ausgeschildert, ne? Aber hier macht es auch irgendwas Geräusche. Hier links. Es klingt schon mal gut. Ja, es klingt aber besser. Ist auch viel zu warm hier drin. So, wir sind angekommen nach einer Viertelstunde Fahrt. Ich habe mir das auf jeden Fall ein bisschen punktvoller vorgestellt. Aber jetzt müssen wir in dieser gigantischen Mall erstmal das finden, was wir brauchen, und zwar den Freizeitpark. Nickelodeon Universe ist heute dran, deswegen gibt es hier auch ein Ananas-Oberteil, weil hier so ein SpongeBob Ultra ist. Ja, da ist jemand den ganzen Tag schon hyped. So, Sea Life gibt es hier drin auch. Das ist, glaube ich, auch das von Merlin, so wie das aussieht. Ja. Aber das ist doch dann da oben, das ist das alles. Ach krass, das ist echt da unten. Ja, ohne zu bezahlen haben wir jetzt schon Rochen gesehen. Aber das sieht irgendwie mit dem Schiff ganz cool gestaltet aus. Auch wenn Sea Life jetzt nicht unbedingt das Geilste ist, was wir machen können. Das ist auch auf 2 Etagen da unten, ne? So, mein Gott. Dafür, dass sie um 10 aufmachen, ist ja aber... Nichts auf. Außer Pizza. Pizza riecht hier durch den ganzen Laden, ey. Die riecht auch gut. Das sieht aus wie ein Freizeitpark. Also es sieht aus wie Achterbahn. Ja. Woanders sind die Tickets nämlich holen. Aber das ist doch schon mal zur Orientierung vielleicht nicht verkehrt. Wenn wir bei East sind. Aber es ist auch nicht weiter ausgeschildert, ne? Aber das sieht hier sehr zentral aus. Wenn es East ist, ist das West, dann ist das South und das North. Würde ich mal sagen. Wo hättet ihr das eingeordnet? Bei C, genau, richtig. Deswegen hat das eine Viertelstunde jetzt gerade gedauert. Also das Ding mit Stitch hier, das ist ein Shop,
Und die sind aber schlau, die haben hier eine unterbrochene Queue-Line, damit man hier auch noch lang gehen kann. So, wir haben jetzt unsere Tickets und in der Mitte von der Mall of America ist die Nickelodeon Universe, Minnesota. Es gibt nämlich zwei. Beziehungsweise Nickelodeon Universe und dann gibt es noch Nickelodeon Universe Theme Park, der bei New York ist. Ich glaube, das sind die Unterschiede. Ich habe hier, verlinke ich euch das mal, einen Link im Video habe ich gemacht. Ich hab, das fährt langsam ab, das Land. Über alle Nickelodeon Themenparks beziehungsweise Themenbereiche, die es so weltweit gibt. Könnt ihr mal reinschauen, was ihr davon schon kennt oder noch nicht kanntet. Und wir sind jetzt auch jeden Moment da. Cool mit dem Riesenrad. Ja, ganz ruhig. Man hat dann so Bänder, die aussehen wie Wristbands, aber die werden dann umgewandelt an der ersten Attraktion, die man fährt, in Wristbands, die der Ride Op dir dann anlegt. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Okay, das ist schon irgendwie crazy. Und wir müssen bestimmt, wenn wir durch sind, einmal nach oben, um das von oben auch nochmal anzugucken. Aber unterm Riesenrad durch hier rein ist ja auch cool irgendwie. Ist ja mal voll schön hier, Leute. Ja, aber was für ein schöner Flying Bus. Wo geht's hin? Back at the Barnyard Hayride. Ja, das ist hier eine Achterbahn. Fangen wir einfach mal mit an, weil der Surf Coaster und so, das sieht gerade alles noch ein bisschen tot aus. Schauen wir mal. Ach so, das ist jetzt der Perla Power Coaster, den wir jetzt fahren, der sehr groß ist. Nicht. Ja, das war jetzt ein Zamperla Powered Coaster, der im Oval fährt. Faszinierenderweise nicht anständig einparken kann. Avatar Airbender ist dann das nächste, was wir machen, oder? Und das ist in dem Fall von Intermin ein LSM gelaunchter Coaster. Aber nur ein Surfrider, leider. Heißt, ihr habt ein großes U und darauf ist eine Plattform mit zwei Gondeln, die sich drehen. Haben wir auch schon am Kanal ein paar Mal gezeigt und ohne Drehen kennt ihr das auch bei Disney als RC Racer. Und warum hat sie einen Tritt dabei? Also Avatar Airbender schlägt, obwohl das Ding ja nur geradeaus fährt. Aber die Airtime ist krass. Du fährst bis da oben, hast wirklich viel Airtime dabei. Das ist schon ganz cool. Das ist jetzt nicht so, dass einem so schlecht wird, wie man das vermuten würde bei einer Sache, die sich so viel dreht. Und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Achterbahn. Gerstlauer Amusement Rides Spinning Coaster, wo man sich gegenüber sitzt. Und mit dem Layout war es, glaube ich, im Six Flags Over Fiesta Texas haben die das gleiche Layout, glaube ich. Das ist jetzt nicht weit weg von den anderen Layouts, die so Standard sind. Da war das, glaube ich, als Tony Hawk mal gestaltet. Und hier weiß ich noch gar nicht, was für ein Thema der Spinning Coaster hat. Ach, ja, Lego sneakt sich aber auch ganz nah ran an Nickelodeon, oder? Oh, da sind Kinder, die greifen wir ab. Man kann übrigens auch hier an so Ticketautomaten seine Tickets hier kaufen. Oder auch im Shop kann man die Tickets kaufen.
Ist das das? Ja. Fairly Auto Coaster. Ja, steht auch Coaster drunter. Ist ein bisschen wie ein Spaßbad hier auf, also vom Stil und vom Aufbau habe ich das Gefühl, dass sie gerade so von Rutsche zu Rutsche sich hangelt. Genau, wir hatten bis jetzt Walk On, jetzt sind vor uns 1, 2, 3, 4 Wagen, maximal 4 Wagen. Do not cross the blue line until instructed to step forward. Fairly Odd Coaster. Guest viewers at least 16 years of age. For your safety. Geile Bahn, macht Spaß, schnell unterwegs. Hier gibt es noch den Boots Banana Swing. Wie heißen die Sachen denn jetzt hier alle? Balloon Race, oder? Ja, das Balloon Race mit Bubble, Guppy Bubbler. Natürlich. Klar. Voll krank. Alter, die haben hier einen Lokflug. Aber wie groß? Voll thematisiert. Ja, auch mit Indoor-Drop und so. Ja, der hat ja einen Semi-Dark Ride. Ja, Dark Ride Database listet das als Semi-Dark Ride. Aber du hast einen Drop im Inneren und der Flug, der fährt auch viel im Inneren, so wie das aussieht. Krass! Wir sind immer noch in einem Einkaufszentrum. Hier sieht man das, glaube ich, sogar noch viel besser, weil da jetzt diese Etagen sind vom Einkaufszentrum und einfach Achterbahnschiene oben drüber und Lokflumen so herum. Dann die Verrückten haben ein Afterburner hier drin steht. Vorsichtig. I like it. Das ist sehr, sehr, sehr crazy. So, nochmal ein gutes Beispiel für den Paw Patrol Turm und die Rutschbarkeit. Der sollte mal so irgendeinem anderen Park so aussehen, wie er wirklich aussieht. Hier ist der Rutschbar, sieht nicht so aus, wie er wirklich aussieht. Das sind die Kompromisse, die man machen muss. Plywood Upper, möchtest du das machen? Okay. So, die Achterbahn, die hier durch den ganzen Park fährt, da sind wir gerade auf. Was hast du? Hochklettern. Was? Da kann man Abraham Lincoln hochklettern. Wie geil. Aber auch den Mount Rushmore kann man hochklettern. Das ist ja mal witzig. Aber Climb Zone, gehört das hier zu oder ist das separat? Das ist so eine Tier A-Attraktion oder B. Ja, es gibt diese Tier A und Tier B Attractions und sowas wie Sea Life ist da mit drin oder dieses Klettern, Adventure Golf ist da oben. Ja. Ey, wenn hier mal ein Ball runterkommt. Hier ist die Adventure Bay übrigens. Eine Mini-Whip, immer geil. Also Whip, richtig cooles, spaßiges Fahrgeschäft. Bei einem Lunch oder sowas.
traurigerweise habe ich den Eurofighter noch nicht fahren sehen. Das ist nicht gut. Aber wir haben jetzt noch Orange Streak, das ist ein Zierer Tivoli Coaster mit Custom Layout, wo wir nur mal gucken müssen, wo wir hin müssen. Da, wo ist Pepsi Orange Streak drauf. Ich dachte, das wäre eine Refresh Station. Nee. Hi folks, how are you? In der Station vom Eurofighter ist Wusel, Trubel, das ist nur schlechte Operation. Also ich muss auf jeden Fall noch mal hier hoch, um den zu filmen. Jo, Pepsi Orange Streak, richtig gut. Davor aber nur reingesteht ein Dude, der möchte erstmal Pepsi andrehen, also ein paar Samples. Ewig lang unterwegs, Zierer Tivoli Coaster mit 2 Liften und durch den Dark Ride Part von dem Lokflume, der auch riesengroß ist mit mehreren Abfahrten. Stark, ey. So, Highlight für Uschi, wer als SpongeBob ist. Wo geht's hin? Wir gehen jetzt zu SpongeBob SquarePants Rock Bottom Plunge. Gerstlauer Eurofighter. Ready? Nein? So, das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil die beladen immer 2 Wagen, dann fahren die weg, dann beladen die 2 Wagen, dann fahren die weg. Warum auch immer. Und ihr steht jetzt auch schon eine halbe Stunde vorm Kettenlift. Warum dauert das immer so lang? Ach ja, wir beladen jetzt den 2. Wagen. Der bleibt jetzt original, der bleibt jetzt hier stehen, bis der 2. Wagen fertig ist. Die haben hier noch 2 weitere Wagen geparkt. Was ist das bitte für eine Idee dahinter? Warum? Was ziemlich cool aussieht, ist dieser Hochseilgarten mit Rutsche dann runter. Das sieht cool aus. Ja, weiß ich nicht.
Layout ist ja nicht verkehrt, aber Fahreigenschaften sind unterwältigend. Ich finde das total spannend hier, dass du überall Backstage reingucken kannst, in die ganzen Wartungsbereiche gucken kannst, weil es ja keinen Platz gibt, das irgendwie zu verstecken. Es ist total, guck mal hier, der Zug von unten mal inspizieren. Praktischerweise ist das ja so, dass der Zug jetzt erstmal hier ein bisschen rumsteht, bis der nächste beladen ist von den zwei. Da hast du genug Zeit, dich hier mit auseinanderzusetzen. Dann siehst du, dass so 3 Räder die Schiene umgreifen, deswegen kann der Zug nicht entgleisen. Praktisch, oder? Und dann hier die Stromabnehmer für die Bügelkontrolle und dass die Bügel sich öffnen in der Station. Und es ist echt krass, wie weit du hochfährst unter die Decke. Wahnsinn. Wir gehen jetzt gleich noch ein paar Sachen durch, aber erstmal machen wir den Ghost Blaster. Das ist die Geisterbahn hier. Interaktiver Geisterbahn Dark Ride gerade gefahren. Uschi hat gerade gefragt bei der Fahrt, wo haben sie das denn recycelt? Ich glaube, das ist auch ein Boo Blasters und Boo Hill. Das ist genau der gleiche Quatsch. Das ist genau das gleiche meiner Meinung nach. Und das war hier auch mal ein anderer Freizeitpark mit anderem Namen und die Attraktionen hatten auch alle mal andere Namen. Das ist ja alles umgestaltet worden auf SpongeBob Monster beziehungsweise Nickelodeon. Das ist Nickelodeon, weil da ist ein Gerstlauer Skyfly mit Turtles-Thematisierung. Finde ich cool, da du die Panzer hinten als Rücken quasi hast. Das gefällt mir sehr gut. Trucks sind hier mal richtig cool eingebettet und auch mit so einem kleinen Hügelchen mit drin. Wir hatten gerade eben Rugrats mit einem kleinen Bumper Cars und hier gibt es große Bumper Cars, die Crazy Cars. Finde ich auch eine sehr coole Gestaltungsidee, das so bunt, verrückt und crazy zu machen. Und was ich persönlich auch crazy finde, ist hier dieses komische Gehirn. Ich weiß nicht mehr, wie das, irgendwas mit Brain. Brain Search. Ist natürlich jetzt fertig, wo wir hier ankommen.
Okay Leute, Batman oder Hot Wheels? Ich kann mich nicht entscheiden, entscheidet ihr, schreibt es in die Kommentare. Ich nehme einfach beides. Jetzt sind wir nochmal nach oben gefahren, hier in der Mall of America, zum Nickelodeon Universe von oben uns angucken. Sehr, sehr cool, wahnsinnige Optik einfach, was für ein großer Park das irgendwie hier mitten in der Mall ist. Wir stehen am Food Court gerade. Die Uschi, die hat sich noch ein bisschen was gekauft. Zeigt das jetzt aber nicht, weil die sich wieder schämt. Sehr, sehr nice, ey. Also schön gemacht, schön gestaltet und mit der ganzen Bepflanzung drumherum und allem. Das gefällt uns sehr gut. Also Nickelodeon Universe in der Mall of America, Minnesota. Sehr cool, kann man empfehlen. Bis auf die Operations. Ja, Operations, also manchen Leuten kannst du echt beim Arbeiten die Schuhe besohlen, da wirst du wahnsinnig. Aber sonst echt süße Sachen, süße Rides, süß gemacht, gefällt uns sehr, sehr gut. Wir sind aber jetzt durch und schwingen uns zum Auto. Aber wir haben noch eine Mission heute. Wir wollen heute noch was fahren, was man sich eintragen kann. Ah ja, noch was zu den Wristbands. Wir haben ja gesagt, da kommt da so ein Sticker. Nee, haben wir das gesagt? Nee, haben wir nicht. Genau, du hast nämlich so ein Band, deswegen erzähle ich das gerade auch. Und das ist das Wristband, aber wenn du dann beim ersten Operator bist, beim ersten Ride, der scannt das und dann haben die so eine Rolle mit Stickern. Und mit so einem Aufkleber wird das Band dann festgeklebt. Das hat also keine selbstklebende Fläche wie so ein Wristband, das bei uns hat, wie man sieht. Hier, das ist der Sticker. Und ja, so läuft das dann hier. Es gibt auch irgendwie für 2 Tage Unlimited Rides und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt Unlimited Rides einmal gehabt, das reicht auch. 5 Achterbahnen, ein interaktiver Dark Ride. Toll! You make me lose my breath. This goes beyond all sense. But when our worlds collide, everything's upside down again. Let's take another step. Let's do whatever we want. And when there's nothing that makes you happy, I'll be there if you're still around. Oh, this must be a sign. Feel it in my bones. In this morning light, I'll tell you all you need to know. 'Cause I've been looking for a girl like you, and now we're on the floor. All of this locomotion makes me wonder. Wherever we go, there will be laughter, even if it rains. And if there is a heaven, I'll just save it, and it still remains. You make me lose my breath. This goes beyond all sense. But when our worlds collide, everything's upside down again. Let's take another step. Let's do whatever we want. And when there's nothing that makes you happy, I'll be there if you're still around. And when there's nothing that makes you happy, I'll be there if you're still around. So Leute,
Wir sind 3 Stunden 15 gefahren. Wir sind jetzt beim Wisconsin Dells Mountain Coaster, Wiegand Alpine Coaster. So, eben kurz gucken, wie der läuft. So, wir haben jetzt $18 pro Person bezahlt. Wir haben Conditions, also Bedingungen uns durchgelesen, die auch unterschrieben und müssen alles wegpacken, Taschen und sowas, alles ins Auto und dann gehen wir jetzt mal hier hin, dürfen uns wahrscheinlich jetzt gleich erstmal 3 Tage trotzdem nochmal anhören, wie das Ganze hier läuft. Das ist ein bisschen freaky in den USA. Please do not stop on the track unless there is an emergency. Always maintain 80 feet from the person in front of you. We want you to go fast, but we want you to have fun. At the end of the ride, there is a sign that asks you to slow down. We mean just that. Do not stop on the track. We will have someone help you safely get out of your car and back onto the platform. If we all understand our rules, can we get an oh yeah? Oh yeah. I can't hear you up top. Can I get an oh yeah? Oh yeah. That's what I'm talking about. All right. Oh yeah. Yes. Thank you. Ui. Can't get enough. These folks are from Germany. Hold it, it's break. Checking out our new ride. Are you from Germany? Yes, of course. Oh, really? Now I hear it. Okay. I know not to get behind you or in front of you on the highway. Pull your brake for me, speed demon. Okay, Dale Earnhardt Jr. Come on up here, man. We'll get you out to see. Jo Leute, es ist wieder alles total verrückt. Einfach eine verrückte Welt. Und wir sind jetzt gerade gefahren. $18 pro Person und Fahrt kostet der ganze Spaß hier. Relativ normaler Preis. Manchmal ist es eigentlich sogar noch teurer in den USA. Und unten stand jemand mit dem Wiegand-T-Shirt und wir sind wegen der GoPro kurz ins Gespräch gekommen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass er ursprünglich aus Deutschland kommt und für Wiegand arbeitet. Und dann hat sich ganz kurz danach schon herausgestellt, dass wir seine Ehefrau kennen. Die arbeitet für Wiegand Sports hier in den USA und dass wir auch andere Leute gemeinsam kennen. Und er arbeitet halt für Wiegand auch jetzt hier in den USA seit einigen Jahren. Und das hat natürlich die Operator ein bisschen konfus gemacht, die komplett geflasht sind, dass wir dann auf einmal alle auf Deutsch reden. Und das wusste sie gar nicht, dass er Deutsch kann. Und also das Ding hat er auch erst vor einem Monat hier aufgemacht, muss man dazu sagen. Und man ist jetzt ja noch ein bisschen am Start, so bis die Teams, die alle ein bisschen geschult sind und wissen, wie es läuft. Aber super spannend, der Betreiber auch echt cool hier. Und ja, wir fahren jetzt nochmal und wir haben auch T-Shirts jetzt am Start. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Da hat sich jetzt auf jeden Fall der Schlenker gelohnt, hier hinzukommen, denn wir sind auch 3 Minuten von unserem morgigen Ziel weg, fahren aber gleich wieder 1 Stunde zurück. Aber haben gedacht, das machen wir heute schon mal, weil wir nicht wissen, wie lange wir morgen brauchen, wie wir durchkommen. Es gibt noch andere kleinere Sachen hier in der Nähe, die man machen kann. Und haben wir gedacht, dann nehmen wir den Alpine Coaster schon mal mit. Der hat, wie gesagt, letzten Monat aufgemacht. Also vor einem Monat irgendwie ungefähr. Niegelnagelneu, frisches Ding. Ist echt cool. 2. Generation mit dem Bremsschwert in der Mitte, diese großen neuen Bobs, alles fein. Aber sehr bodennah durch den Wald, aber teilweise dann doch wieder hoch aufgeständert. Macht schon Spaß, ist ordentlich unterwegs, hat nicht dieses zwischendrin abrupte Bremsen, das finde ich immer sehr gut und wichtig. Und Potzi, das Maskottchen vom Potz Park, ist gefühlt das Maskottchen, was hier auf dem Logo ist. Weiß ich nicht. Also erstmal kann es jeder Duck sein, aber mit einem gelben T-Shirt und einer roten Latzhose
sehe ich da Parallelen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Genau, so, wir fahren jetzt nochmal ein Ründchen. Super cool, ey. Und irgendwie Glück gehabt, dass jetzt nicht so voll ist. Wir konnten relativ schnell dran. Gibt immer noch mal eine Special-Unterweisung und oben steht auch noch mal jemand, der noch mal fragt, ob man weiß, wie es funktioniert, wie es läuft. Ist halt ein Sportgerät und da gehört ein bisschen Verantwortung dazu und da bleibt man auch nicht stehen und da schleicht man auch nicht und da gehören ein paar Regeln dazu. Bei uns wird das halt einfach nicht gesagt und nicht gemacht und jeder weiß es ja eh wieder selber besser und sind Regeln egal und was es ist egal, weil jeder selber entscheidet, wie das hier läuft. Hier nicht. Hier gibt es die Regeln und hier wird gefahren. Und überhaupt. Und Abstand und Sicherheit. Und man hat das auch gelesen und unterschrieben. I'll be there if you're still around. Wiegand Sports, Wiegand Alpine Coaster, Wisconsin Dells Mountain Coaster. Der zweite bin ich, der das Ding einträgt auf Coaster Count. Uschi ist jetzt gleich die dritte, die das einträgt. 10 Seltenheitspunkte. Juhu. Nee, aber auch so echt cool, das jetzt gefahren zu sein. Und wir fahren jetzt wieder eine Stunde zurück, um morgen wieder die Stunde genau hier hinzufahren. Also 3 Minuten weniger. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're all excited, just waiting for the night to come. I'm getting ready, ready, 'cause we're second tonight. Oh, won't you come? Du Scheiße, hier los. Eieieiei. Die werden da alle jetzt lang getrieben. Ja, Aber von wem? Ach, von ihm. Wir haben uns gerade gewundert, da standen 2 Leute, so ein bisschen wie Schülerlotsen, verloren in der Gegend rum. Und dann habe ich gesagt, ach, guck, die haben so eine Kordel hatten die. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist, da war eine Koppel und da war so ein schmaler Gang. Kommen jetzt gleich die Bartjes, werden von A nach B gebracht. Wir so, ja, okay, macht irgendwie keinen Sinn. Das ist ja auch kein Pferd gewesen. War du meinst kein Pferd? Ja, und dann, was ist denn jetzt da vorne für ein Staub? Ja, jetzt kommen die Bartjes. Ja, die Gegend hier ist wieder so komplett Entertainment District, wie man das von mir aus der Gegend rund um Dollywood oder Silver Dollar City kennt. Und Mount Olympus ist ja jetzt auch direkt hier gewesen. Und hier kannst du super viel machen. Hier sind auch die ganzen Resorts, Campgrounds, weiß ich nicht, was ist das? Ein Elch auf dem Dach vom Auto. Dinnershow. Wilderness Resort. Ja, alles, was man so braucht. Hast du den Elch gerade gesehen gehabt? Ja, den habe ich schon gesehen, ja. Und Ich habe nicht genug gelacht für deine Begriffe, oder? es ist schon zu normal, wenn man sowas sieht. Genau, und dazu gehört jetzt auch ganz neu, ganz frisch der Alpine Coaster. Wird auch jetzt nicht lange mit Seltenheitspunkten so bleiben, direkt neben Mount Olympus. Und was wir jetzt gerade auch hatten, wo ich gerade nämlich kurz überlegt habe und geguckt habe, haben wir, glaube ich, das haben wir schon erzählt, unterwegs bei Rot kann man rechts abbiegen, das haben wir schon erzählt. Ja. Es ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich... Die Schama-Show. Aber deswegen ja auch die Fragen und wenn ihr da was wissen wollt, dann lasst es wissen. Wir fahren jetzt wieder eine Stunde hoch, unser Hotel, haben das halt jetzt heute nochmal spontan entschieden, hier runter zu fahren, passt auch alles. Und ich glaube, wenn ich mich hier so umgucke, preislich wäre das jetzt auch nicht so attraktiv geworden, direkt hier zu bringen, glaube ich. Vermute ich mal, haben wir jetzt nicht geguckt. Macht aber auch Sinn, wenn du jetzt irgendwie so eine Tour machst und vielleicht ein bisschen entspannter machen willst und so ein bisschen Kleinkram nebenbei. Wenn du 2, 3 Tage hier einplanst und dann mal ruhig machst. Kann man ganz Zeit finden. When you got what you need, when you hurt, you still bleed. Well, it's time that you come down. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Oh, you got me spinning, spinning like a merry-go-round. I'm barely breathing, the air is getting thinner now. I'll be waiting, waiting wherever you are. Oh, you kept me waiting. Jetzt sind wir wieder oben und es gibt keinen Aufzug. Aber die Koffer sind schwer. Endlich ein Hotel, was nach Curry riecht. Das ist hier doch einer.
Hä? Wo denn? Ich weiß nicht, was das hier für ein Tanzraum ist. Aber er hat ja auch gesagt, hinten durch. Ja. Hätte ich auch drauf kommen können. Haben wir das Waschbecken wieder hier. Ja. Tada. Gucken wir denn hier hin? Oh, schön. Das ist ja. Okay, das ist von innen dran geschmiert. Schöne Aussicht. Nicht. Jo, die Stunde zurückgefahren. Wir sind im Days Inn. Ja, das ist ja auch eine Konstruktion. Das ist geil. Ja, aber passt. Läuft. 2 Queen-Size-Betten. Bisschen Oller. Bisschen, aber bisschen deutsch. Irgendwie schon. Mit der Buche. Warum machst du das denn hier auf der 2? Ja, weiß ich nicht, weil auf der 1 die Maschine down for maintenance ist. Dankeschön. Wir kommen gerade von Etage 2 runter, um Eis zu holen. Gehen jetzt wieder hoch. Naja, mindestens ist die jetzt genau hier drüber. Und hier ist auch ein Treppenhaus. Und nicht, dass wir jetzt nochmal das ganze Gebäude laufen müssen. Hier kann man nur jetzt das Waschpulver ziehen, um hier die Wäsche zu waschen. Und dann in sowas hier dein Gash. Das ist noch oldschool. Alter, ich sehe ja gerade, das ist ja ein riesen Bums. Das ist ja nicht nur auf der Länge, das ist ja auch noch mal so mit Querflur nach da hinten. Das ist ja verrückt. So, hier ist noch unser Parkplatz. Dann kommt hier gleich ein Stück Niemandsland offensichtlich. Und dann kommt irgendeine Fastfood-Bude, wo wir jetzt hingehen, die unbedingt aufgesucht werden muss. Einfach nur, damit Uschi ihr Wortwitz machen kann. Ja, du wisst gar nicht, was es da gibt, aber Uschi möchte dahin, weil das lustig ist. Nein, weil es ja auch so viele Filialen davon gibt. Und das haben wir noch nie gegessen. So, kurz wird's lebensgefährlich, weil es keine Gehwege gibt. 2 bei Kalbach Warum sind bist, wir gleich. warum bist du jetzt neben mir? Da kommt ein Auto. Du guckst das Auto an. So, und da wir jetzt zusammen dahin gehen, sind wir... 2 bei Kalbas. Oh Gott. Zeit eaten. Das ist natürlich auch eine Könnte Idee. man vielleicht hin, ne? Ja, das ist auch wieder so ein Standard-Burgerladen, aber die haben auch Seafood super viel und keine Ahnung was für Zeug alles. Es wird jetzt aber trotzdem einfach total langweilig, der Burger. Sieht aber gut aus und wir sitzen jetzt hier und das kommt sogar gleich. By the way, Getränke ist meistens selber zapfen in den USA und dann kannst du da aussuchen, was du da machst und kannst du auch so oft hingehen, wie du willst, bis du umfällst. Zapfen, saufen, ist nicht mehr. Salz, Pfeffer ist da, Ketchup kannst du dir selber nehmen, bis du umfällst, kann man sich bei uns auch nicht vorstellen. Da kostet das kleine Tütchen 80 Cent, hier kostet der Liter nix. Und wir sitzen jetzt draußen, was ganz angenehm ist und ganz nett zwischen Motel und Autohändlern. We all fall hard. You got me waiting, yeah, you got me waiting for it. Loneliness is hard to see. It's a bitter pill to swallow. Don't you know what you mean to me? You'll be a hard act to follow. Without love. Peebles, das war sehr gut. Kann man weiterempfehlen, 2 bei Calvas. Zufrieden rausgegangen, so wie das auch bei Angelika Kalbas ist. Richtig. Nee, wirklich sehr, sehr lecker. Also der Classic, den hatten wir jetzt, ein Single und ein Double. Calvas Deluxe. Kriegst auch mal anständige Fritten dazu, nicht diese mit der Haut, die wabbligen Kackdinger. Voll lecker. Ich finde die so ekelhaft, ey. Und dann am besten noch in Erdnussöl oder so ein Scheiß. Speichermedien leer ziehen, Füße hochlegen. Heißt für euch, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video. Fürs Protokoll die Vollständigkeit und als Nachtrag, wir waren gerade noch ein halbes Stündchen im Pool, bisschen relaxen und jetzt ist aber Schluss.